Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, wo ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar befassen wir uns heute mal mit dem Thema VAEs oder auch Variable Autoencoders. Eine VAE ist im Prinzip ein kleines neurales Netzwerk, welches für Bildverarbeitung trainiert wurde. Und wir benutzen es schon die ganze Zeit in allen Videos, allerdings arbeiten wir hier bisher immer nur mit den sogenannten Baked-in VAEs. Das bedeutet, jeder Checkpoint hat eine solche VAE eingebacken, also in sich drinnen, und benutzt diese zum Encodieren und Dekodieren der Bilder. Wenn wir uns mal das Beispiel vom letzten Video angucken, da sind wir hier hinten in dem Bereich, ne? Da haben wir schon gesehen, da kommen die VAEs immer rein und die ziehen wir bis dato immer aus den Checkpoints selber raus, nämlich hier. Und da möchte ich euch mal ein paar Alternativen zeigen, wie man die austauschen kann und euch auch 3 Models an der Zahl oder 3 VAEs an der Zahl in diesem Video präsentieren. Da brauchen wir uns, glaube ich, auch gar nicht lange aufhalten. Das erste VAE stammt von Stability AI selber und wurde nachgeliefert, um die Bildergebnisse im Bereich Realfotografie zu verbessern. Das sieht man auch hier auf der Hugging Face Seite. Es stammt von Stability AI. Heißt, den Namen kann ich mir sogar nie merken. Hier VAE FTMSI 840.000 EMA Prune Safe Tensors. Das ist wie gesagt für Realfotografie gedacht. Ich würde allerdings immer dahin tendieren, wenn nicht in einer Modelbeschreibung steht, dass man das eingebaute VAE, da steht dann immer sowas wie Use Baked in VAE oder ähnlich. Wenn da nichts dabei steht, würde ich euch immer raten, dieses Model hier zu nehmen. Das zweite, da werden wir auch ein bisschen durchkommen in diesem Video, ist ein VAE speziell für Anime. Das benutze ich eigentlich immer, wenn ich Anime-Bilder generieren möchte, aber auch wenn die Bilder in Bereich Tun, Kunst, also Zeichentrick oder ähnliches gehen, benutze ich das auch, weil dieses VAE dafür sorgt, dass die Farben brillanter rauskommen. Zum Beispiel. Das heißt KL F8 Anime 2 Checkpoint. Und das dritte ist auch eher für den Bereich Anime gedacht, kann aber auch super für Toons oder ähnliches verwendet werden. Das ist der Orange Mix VAE PT. Das ist auch, wie gesagt, mehr für gezeichnete Kunst. Aber zum Ausprobieren zwischen diesem Anime VAE und diesem Anime VAE, da sind doch schon deutliche Unterschiede zu erkennen. Ich persönlich tendiere immer hierhin, weil es ein bisschen, wie gesagt, von den Farben her deutlicher ist und schöner. Aber manchmal ist das auch eine Alternative. Und sehr viele VAEs gibt es nicht, oder ich benutze zum Beispiel nicht mehr als diese 3 hier, weil das ist so ein Allrounder von Stability AI und die anderen beiden sind dann halt ein bisschen mehr für Zeichnungen. Die Links packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Wenn ihr dann hier auf diesen Link geklickt habt, könnt ihr entweder hier auf Download drücken oder hier, but you can still download it. Ne? Hugging Face sagt immer, das File ist zu groß, aber ihr kannst es trotzdem runterladen, das ist sehr nett. Das machen wir dann auch. Das gilt für alle 3. Falls ihr euch mal so ein bisschen hier orientieren möchtet, könnt ihr auch gerne noch hier oben auf Model Card klicken. Wir sind hier im Stability AI VAE. Da stehen noch ein paar Infos, ein paar Bildvergleiche, wie es mit und ohne aussieht. Dasselbe gilt auch für die anderen. Hier oben auf Model Card. Da seht ihr schon, die Beispiele gehen in den Bereich Anime. Und wenn ihr dann hier auf so einer Model Card Seite rauskommt, geht hier auf Files and Versions. Die VAEs kommen in dem Fall mit Checkpoints noch dazu, mit Anime-Checkpoints. Aber ihr seht, hier ist ein Ordner VAE, klickt da drauf. Dann habt ihr hier wieder den KLF8 Anime 2 Checkpoint. Da könnt ihr draufklicken und ihr seid wieder bei der Seite. Nur, dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, wie Hugging Face an der Stelle aufgebaut ist.
Zum Testen selber in diesem Video werden wir wahrscheinlich das Abyss Orange Mix 3 Model verwenden. Den Link packe ich euch auch in die Beschreibung. Ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen, wo ich 3 Anime-Models mal kurz vorstellen werde, die ich benutze. Ich kenne mich ehrlich gesagt im Bereich Anime nicht so aus. Ich mag aber die Bilder an sich. Deswegen werde ich diese 3 Models wahrscheinlich in einem Video zusammenfassen und euch so ein bisschen die Vergleiche einfach grafisch zeigen. Weil, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte in dem Bereich. Allerdings, das kann ich gerne euch überlassen, welchen Stil ihr lieber mögt oder so. Ich mache nur gerne just for fun ein paar Bilder damit, gucke, was rauskommt und naja. Es gibt auf Civit AI auf jeden Fall unzählig viele Anime-Models, falls ihr euch in dem Bereich mal umschauen möchtet. Gut, wie ihr das kriegt, ne? Ist klar, Download hier. Die Checkpoints gehen in eurem ComfyUI-Ordner unter ComfyUI Models Checkpoints. Ihr seht ja schon, habe ich es runtergeladen. Ich springe nochmal in den Eingangsbereich. Wenn ihr die VAEs runterladet, hier, die müssen in den ComfyUI Installationsfolder, ComfyUI Models und hier unten gibt es einen speziellen VAE Folder. Da packt ihr die rein, habe ich schon. Hier sehen wir das Anime 2 Orange Mix und das, also gedanklich merke ich mir immer 840.000 oder irgendwas mit 84. Aber es wird nicht größer werden hier, also wahrscheinlich nicht. Die Auswahl an VAEs ist begrenzt und oft hat man auch die Aussage, dass man ein Baked-in VAE benutzen soll. Okay, wenn ihr das installiert habt, einmal ComfyUI neu starten oder hier den Refresh-Button drücken. Wobei ich hier jetzt inzwischen auch gelernt habe, der Refresh-Button funktioniert nur, wenn die entsprechende Node auch auf dem Bildschirm ist. Das heißt, wenn ihr keine Checkpoint-Node auf dem Bildschirm habt und Refresh drückt und dann eine hinzufügt, seht ihr die neuen Models noch nicht, die ihr hinzugefügt habt. Wenn ihr allerdings eine Load-Checkpoint in eurem Workflow habt, und ja, das muss nicht unbedingt immer der Fall sein, ComfyUI ist auch dazu fähig, Workflows zu erstellen, die nicht unbedingt KI-Checkpoints brauchen. Wie zum Beispiel Image Processing oder sowas. Das kann man damit auch umsetzen. Kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal zu. Also wenn diese Load Checkpoint Node sichtbar ist und ihr drückt Refresh, dann erhaltet ihr hier auch in dem Dropdown die hinzugefügten Modelle. Ach, guck mal, das können wir jetzt direkt mal ausprobieren. Refresh. Ja, und da ist der Abyss Orange Mix aufgetaucht. Den habe ich noch kurz vor Videostart hinzugefügt. Gut. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier aufräumen. Das ist noch das Stable Diffusion XL Aufbauzeugs, was wir im letzten Video gemacht haben. Davon werden wir ein bisschen was nicht brauchen, wie zum Beispiel diese speziellen. Das war glaube ich doof. Ich hoffe, er hält den Text hierbei. Interessant. Er löscht den Text aus der Primitive raus, wenn man die entsprechende Node entfernt. Ich mache es erstmal andersrum, damit wir da oben das nicht verlieren. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder einen. Warte, kann ich auch den hier kopieren? Copy V. Dann müssen wir den nicht umbauen. Und sagen jetzt, der Clip geht hier rein. Und wir müssen den Positive Text hier reinsetzen. Dann haben wir die schon mal. Wir brauchen noch eine davon. Klappen wir auf, ziehen den Clip hier rein und ziehen den zweiten Positive Prompt rein. Und er hat einen Negative Prompt rausgemacht. Eieieiei. Eieiei, er hat den Negative Prompt kopiert. Okay. Was da nur hilft ist, ich habe jetzt mal einen Cut gemacht und überlegt, dieser Workflow ist eigentlich noch zu kompliziert. Ich werde jetzt wahrscheinlich einen neuen Workflow bauen und wir machen gleich weiter. Wir scheinen da in einen Bug von ComfyUI gerannt zu sein. Das macht aber nichts, ist gut zu wissen, dass es auch so funktioniert. Also, dass solche Bugs auftreten, wenn man gewisse Abläufe macht. Ja, ich habe ja eben, ihr habt es gesehen, Dinge gelöscht und dadurch sind diese Primitives hier durcheinander gekommen.
Da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein demnächst. Also am besten nicht die Nodes löschen, sondern erst die neuen Nodes erstellen, den Primitive dahin verbinden und dann die nicht benötigten Nodes löschen. Aber wie gesagt, ich werde uns jetzt mal eben was zusammenbauen hier und euch dann gleich zeigen, was ich gemacht habe. Ne? Also bis gleich. So, das war schon, hat nur ein paar Minuten gedauert. Ich habe jetzt mal wieder Back to the Roots, einen ganz simplen Aufbau erstellt. Wir haben einen Load Checkpoint mit unserem Epic Realism Model. Wir haben einen Text-Input in Form einer Primitive mit A Woman Chasing a Dog at the Beach Having Fun. Wir haben einen zweiten Positive Prompt mit Absurd Rest Masterpiece 8K High Detail Intricate Cinematic Photography. Und wir haben zwei Embeddings, einmal das Bad Dream und einmal das Unrealistic Dream, welches ich euch schon vorgestellt habe. Und zur Sicherheit für das Video habe ich noch Nude und Not Safe for Work mit in den Negative Prompt genommen. Das Ganze geht in die gewöhnlichen Clip-Text-Encodes, wo ich den Text einfach auf die Primitive umgeleitet habe. Beide Positives gehen in ein Conditional Combine und als Positive in den Sampler. Und der Negative ist einfach nur eine Clip-Text-Encode-Node und geht auch als Negative in den Sampler. So, wir sollten jetzt ein Video, wollte ich schon sagen, ein Bild erhalten. Wir lassen es einmal kurz rattern. Checkpoint wird geladen, Prompts werden geladen, Sampler läuft los. Der steht übrigens auf 20 Steps. Das DPMPP2M Sampler, Sampler Name steht hier und Scheduler Karas. So, und wir haben dieses Bild gekriegt. Ja. Okay, das Model ist auch nicht so genau darauf trainiert, aber das macht jetzt nichts. Ich stelle mal eben, wir machen das anders. Wir gehen jetzt sofort in den zweiten Lauf, wo wir mal die VEA austauschen können. Und das werden wir jetzt mal direkt hier bauen. Was wir auf jeden Fall machen müssen ist, wir müssen den Seed in einen Input umwandeln. So, jetzt haben wir den Seed hier und nicht mehr als Eingabefeld direkt in der Node. Wir fügen eine Primitive hinzu, connecten die zum Seed und damit haben wir eine Seed Primitive erstellt. Dann können wir den Sampler einmal kopieren, packen den Seed hier auch rein und somit sollten wir immer das gleiche Bild in beiden Pfaden erreichen, die wir gerade bauen. Hier am Ende wird sich nicht viel ändern, das können wir schon mal machen. Die Samples hier rüber, wir brauchen ein Save Image. Verbinden das. So, hier vorne Positive. Als Positive können wir ebenfalls denselben Positive nehmen wie hier oben, genau wie den Negative, den müssen wir von hier aus rüberziehen. Das Empty Latent Image bleibt auch gleich, wir wollen ja die gleiche Größe des Bildes haben. Jetzt haben wir die beiden mit beiden Samplern verbunden. Wir können hier unten dasselbe Model verwenden. Das heißt, wir ziehen das Model einmal hier rüber. So. Und der einzige Unterschied, den wir jetzt haben, ist das VAE an sich. Und was wir hier eigentlich machen müssen, ist nur Add Node Loaders Load VAE. Hier können wir schon mal interessant. Hier können wir schon mal das 840.000 auswählen. Wir sind ja in Realfotografie unterwegs. So, wir ziehen das VAE runter. Und damit sollten wir zwei getrennte Pfade erschaffen haben. Einmal hier oben das Bild mit VAE und einmal ohne. Und jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ja. Und ja, okay, es ist nicht sehr viel Unterschied, ne, in diesem Fall. Sehen wir hier einen Unterschied? Wir sehen gar keinen Unterschied. Interessant. Es kann natürlich sein, man sollte das Epic Realism Model immer mit dem Baked-in VAE verwenden. Tricky, habe ich gar nicht dran gedacht. Es könnte natürlich sein, dass das Baked-in VAE dieses hier ist. Vielleicht hat der Ersteller das einfach da eingerechnet. Deswegen werden wir jetzt mal auf die Stable Diffusion 1.5 Variante gehen und das Bild damit berechnen, weil in der 1.5er weiß ich, ist es auf gar keinen Fall drin. 1.5er Checkpoint und
Das VAE wurde nämlich von Stability AI geliefert und das VAE kam nachträglich raus. Hier sollten wir Unterschiede erkennen können. Das ist keine Frau, das ist ein Gebäude, aber gut. So, wir schauen mal. Ja, man sieht's. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Einen Moment bitte. So, das ist jetzt das Original. So, jetzt weiß ich, das erste ist das Original. Und das zweite, das mit VAE. Und man sieht es ein bisschen. Beim zweiten ist es ein bisschen blurry geworden hier. Das erste ist ein bisschen grainy hier oben. Aber man sieht schon, kriege ich das noch ein bisschen näher ran? Jawohl. Hier am Hund. Das ist das Original. Der Hund ist ein bisschen... Ja, es sieht sehr nach... ich schubse mal die Pixel so, dass es passt. Während hier der Hund etwas besser ausgearbeitet ist. Auf der Zoom-Stufe sieht man es ganz gut. Das Bild mit dem anderen VAE macht schon einen besseren Eindruck. Okay. Gehen einmal hierhin zurück. Wir versuchen nochmal einen anderen Seed. Ich mache einfach random hier ein paar Nummern höher, weil wir stehen auf Fixed. Der Seed ändert sich nicht automatisch. Kann das sein, dass der meinen Prompt total ignoriert? Naja, so einmal das Bild ohne VAE. Einmal das Bild mit VAE. Ich sehe da keine Frau, die einen Hund an der Beach jagt. Naja. Aber auch hier der gleiche Effekt. Im Original ist es grobkörniger, irgendwie pixeliger. Und hier hat das VAE nochmal alles ein bisschen verschönt, noch mehr die Details reingerendert, obwohl das Bild an sich natürlich grottig ist, aber ne, man sieht den Unterschied relativ deutlich. So, zurücksetzen. Wir können jetzt nochmal als Beispiel das KLF8 Anime benutzen und dasselbe Bild nochmal generieren lassen. Da hat sich nicht viel getan. Wir machen mal ein anderes Bild. Es sind Nuancen, die sich ändern bei VAEs. Aber die können sehr viel Unterschied machen, gerade wenn es darum geht, auch größere Bilder zu erstellen. Ich will jetzt mal eben kurz gucken, was das VAE für einen Einfluss hat auf, also das Anime VAE. Ja, auch hier mehr oder weniger gleicher Effekt. Das kann aber auch daran liegen, dass die Anime VAEs natürlich nicht trainiert sind auf Realfotografie. Was wir jetzt an dieser Stelle machen, ist, wir gehen einmal in das Abyss Orange Model und erstellen dasselbe Bild mal mit einem Anime Checkpoint. Ich würde dazu gerne noch schreiben Anime und 3D-Effekt. Das mache ich eigentlich immer ganz gern. Ich mag den Stil, wenn diese Anime-Figuren ein bisschen dreidimensional dargestellt werden. Wir probieren es nochmal. Checkpoint ist schon geladen, das ging fix. Okay, hier sieht man es ziemlich deutlich, ziemlich deutlich. Ich mache beide Bilder auf. Wir wechseln. Das ist das Bild ohne die VAE. Es ist gut geworden, keine Frage, aber sehr blass. Ja, da sind wir uns einig, glaube ich. Und das ist das Bild mit der entsprechenden VAE. Deutlicher Unterschied, oder? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Was ich jetzt nochmal mache, ist, ich gehe in der VAE nochmal hin und sage, ich möchte jetzt einmal die Orange Mix VAE benutzen. Lass das Ganze nochmal durchjagen. Ist auch schon fertig? Ach, er erkennt nicht, wenn man eine VAE ändert. Interessant, da müssen wir doch nochmal ein anderes Bild generieren lassen. Oder es hat sich einfach nichts getan. Das ging aber sehr flott dann.
Können wir das aber wegschmeißen hier. Und auch hier sieht man, ich gucke nochmal eben so rein hier. Achso, warte mal, die Zoom-Stufe zurück. Da muss ich mir auch irgendwie noch Schöneres überlegen für diese Videos. So, das ist das Bild ohne VAE. Und hier unten haben wir das Bild mit VAE. Und auch hier ist ganz deutlich zu erkennen, es ist ein bisschen knackiger. Jetzt probiere ich nochmal eben den rückwärtigen Test. Ich wechsle hier einmal die VAE auf. Doch, er macht was. Ah, ja, hier haben wir auch wieder gesehen, also wenn wir hier unten bei dem Bild bleiben, das ist das VAE jetzt mit der KLF8 Anime und hier, dann hat er bei dem Bild eben doch nichts gemacht. Und das ist das Bild mit dem Orange Mix. Es ist besser als das Original, das können wir ja auch nochmal als Vergleich heranziehen. Das ist das Originalbild. Das ist der Orange Mix, sieht schon wesentlich besser aus, kann man benutzen, wenn einem der Stil gefällt. Und das ist aber das Anime VAE. Ist vielleicht sogar ein bisschen oversaturated, aber ne, zum Zeigen reicht es, glaube ich, ganz gut hier, dass man die Unterschiede sieht. Gut, einen Gegentest machen wir jetzt nochmal. Wir laden jetzt nochmal das Pure Evolution neben Anime und 3D-Effekt wieder raus und jagen das Pure Evolution einmal mit dem KLF8 Anime nochmal durch. Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass die VAEs, wie ich anfangs sagte, sind neurale Netzwerke, die sind nicht auf diese Bilder trainiert. Wir sehen hier zwar einen Unterschied im Gesicht und manche Details ändern sich, aber von den Farben her ist es jetzt nicht so krass wie die Unterschiede in den Anime-generierten Bildern. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen vermitteln, was VAEs sind, wie ihr sie einsetzt. Ich würde dazu tendieren, solange hier in der Model-Beschreibung für diese Models nicht dabei steht, man soll Baked VAEs benutzen, dass ihr euch dieses hier runterladet und dann benutzt und dann wie in diesem Fall hier einfach einbaut. Weil es sorgt doch für wesentlich bessere Bilder in allen Bereichen, auch wenn es nur diese Pixeligkeit herausnimmt und ja, es macht ein runderes Bild doch am Ende. Wenn in der Modelbeschreibung steht, Baked VAEs benutzen, dann macht ihr das. Ihr könnt natürlich ein bisschen rumprobieren und ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr im Bereich Zeichnungen oder Toons oder sogar Anime auch unterwegs seid, die vorgestellten Modelle benutzen und damit ein bisschen rumspielen. Aber ich hoffe, es ist klar geworden, was VAEs sind, wie ihr sie einbaut in euren Workflow und wie ihr sie benutzen könnt. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.